So, jetzt sind wir live. Ich frage kurz bei der IT nach, ob alles passt, ob der Ton gut ist, ob man mich versteht. So, perfekt, sollte funktionieren. So, gut. So, jetzt bin ich wieder da. So, muss ganz kurz noch was umstellen von der IT. So, also, ich wünsche euch als allererstes schon mal einen richtig schönen dritten Advent heute an dem Sonntag. Es sind aktuell über 2000 Zuschauer hier auf dem Livestream dabei. Und ich wünsche euch natürlich viel, viel Spaß heute mit dem Webinar von Brilliant. Ich habe das heute ein bisschen, oder ich werde es heute ein bisschen so aufbauen in so 3 Steps. Das heißt, was ist bisher geschehen? Was sind die aktuellen Zustände, was wir jetzt aktuell haben, oder sage ich mal, was aktuell passiert? Und dann natürlich auch ein bisschen was in Zukunft, was kommen soll. So, die Sache ist natürlich die, ich möchte als allererstes mal viele, viele Menschen da draußen erstmal willkommen heißen und natürlich auch around the world, wo sie alle sitzen. Aktuell ist ja 19 Uhr in Europa, hier in den USA ist 1 Uhr Mittag. Natürlich haben wir so viele Afrikaner, wo dabei ist. Das Video wird natürlich dann auch noch translated in Englisch, damit die Leute dann später, wird hochgeladen auf YouTube, das nochmal für sich selber anschauen können, auch für die Leute, die heute nicht dabei sind. Und ich bitte auch den Leuten, dieses Video auch weiterzugeben, damit im Endeffekt auch viele Leute dieses Video auch bekommen, was jetzt aktuell der Stand ist und wie wir aktuell aufgestellt sind. So, zuerst muss ich ein paar Leute erstmal, sage ich mal, Danke sagen. Es gibt zum Beispiel sehr, sehr viele Gruppen, Telegram-Gruppen da draußen. Es wird viel erzählt, es wird viel Positives, es gibt viel Negatives. Manche Leute sagen das, manche Leute sagen das. Nehmt nicht alles auf die Waagschale. Und eine Gruppe sticht extrem raus und die heißt zum Beispiel die Brilliant Talk Gruppe. Und die macht zum Beispiel einen wahnsinnig guten Job. Die, wenn man da reingeht in die Gruppe, es wird sachlich, sauber, ordentlich erzählt, es wird geholfen. Viele Leute kennen sich mit dieser Kryptowelt noch nicht aus. Und deswegen bin ich wahnsinnig begeistert auch von dieser Gruppe. Ich lese das selber natürlich sehr viel mit und muss da auch mal ein Riesendanke sagen an die ganzen Leute, wo da drin sind, um den Leuten einfach die Unterstützung zu geben, die sie auch vielleicht benötigen und brauchen. So, dann das nächste möchte ich den Support von meiner Seite her einfach mal Danke sagen. Der Support ist auch natürlich diese Gruppen, einzelne Menschen, die Leader, wo hier drin sind und natürlich unseren hauseigenen Support, weil der macht einen wahnsinnig guten Job. Wir kriegen täglich mehrere hundert E-Mails und es funktioniert sehr, sehr gut. Bekommt immer in kürzester Zeit eine Antwort. Und davon her ist es eigentlich im Endeffekt einfach nur Danke zu sagen. Ich muss aber ganz kurz dazu sagen, jetzt bitte über Weihnachten und Neujahr ist der Support da, aber eingeschränkt, weil ich möchte meine Mitarbeiter eigentlich auch mal ein bisschen entlasten. So, weil die arbeiten rund um die Uhr und denen soll es auch ein bisschen in der Weihnachtszeit auch ein bisschen entspannter zugehen. So, gehen wir mal auf diese, was haben wir gemacht in den letzten, sag ich mal, 1,5 Jahren? Wir sind gestartet letztes Jahr im August mit dem neuen Konzept TTT. Ich möchte es ein ganz bisschen ausarbeiten, was das TTT-Konzept überhaupt bedeutet, weil viele verstehen den Hintergrund oder besser gesagt die Sache, was wir hier gebaut haben, noch nicht ganz. TTT ist eine Firma oder ein Zusammenschluss, eigentlich ein Community-Projekt. Das heißt, dass 3 Ts stehen für Trilliant, Trillion und den Trilliando-Shop. Warum 3 Säulen? Ganz einfach. Man braucht in der Kryptowelt wird ein Coin oder ein Token nur wertvoll, wenn er auch benutzt wird. Unser Token wird benutzt, unser Coin wird benutzt, einmal fürs Staking, einmal fürs Handeln und natürlich fürs Auszahlen. Und wenn man diese 3 Kombinationen dann zusammenbindet, und das haben wir jetzt aktuell geschafft. Letztes Jahr waren wir so, dass wir noch nicht da waren, wo wir waren. So, und wenn man zum Beispiel die Geschichte von damals anschaut, okay, wir sind gestartet, es war holprig, es war sehr, sehr holprig. Was ist jetzt passiert? Als erstes kam der Token an die Börse, der ist natürlich erstmal nach oben gegangen, dann natürlich nach unten. Ein Token, der gehandelt wird, der ist natürlich volatil und hat natürlich die Anfrage, kaufen, verkaufen, was geht im Markt. Aktuell steigt der Kurs, geht bitte auf xe.com
oder auf Coinstore, da ist der Token drauf. Der Token steigt. Warum? Ganz einfach, weil viele Menschen haben jetzt auch verstanden, warum sie überhaupt diesen Coin gar nicht verkaufen sollten, sondern ihn einfach staken lassen. Und durch die Staking-Profite kriegen sie neue Coins. Diese können sie benutzen. So, und das ist diese eine Säule, der Trillion. Okay, so der Trillion ist der Stablecoin, oder besser gesagt nicht der Stablecoin, sondern es ist ein Utility Coin. Und zwar, warum? Am Anfang hatten wir immer Stablecoin gesagt, aber es ist kein Stablecoin derzeit, weil es ist ein Utility Coin. Warum? Man kann diesen Coin nur intern bei uns benutzen. Man kann ihn nicht außerhalb benutzen, man kann nicht irgendwas anderes damit machen, sondern man kann den nur bei uns benutzen. So. Und das ist das System, was wir auch nochmal zusätzlich dran gebaut haben. Da komme ich gleich nochmal dazu. Und das ist dieser Stablecoin. Den kann man zurzeit aktuell auszahlen. Man kann natürlich benutzen in den verschiedenen Shop-Partnern. Und das ist das dritte Konzept, das ist der Trillando-Marktplatz. Auf den Trillando-Marktplatz aktuell, ihr geht mal bitte auf die Seite trillando.com. Da seht ihr genau, wie viele User wir eigentlich haben. Wir haben weit über 80.000 Usern aktuell. Und wir haben natürlich über 750 Shops aktuell gelistet. Die Listung der Shops ist viel höher. Ich kann euch kurz die Zahlen nennen. Grob über 2.500 Shops, die schon da sind. Aber es sind natürlich viele Shops dabei, die jetzt erst nochmal warten, nochmal anschauen wollen. Viele waren schon gelistet, haben sich deentlistet. Warum? Weil sie zu viel verkauft haben und warten natürlich jetzt auf die Zahlungen. Da komme ich auch gleich darauf zu sprechen, wo da der Stand aktuell ist. Und das ist so das, was wir gebaut haben bis heute. So, das heißt, auch viele haben zum Beispiel gesagt, ja, der Coin, der wird nie gelistet. Doch, er ist gelistet. Es funktionieren jeden Tag die Auszahlungen. Und wenn jemand ein bisschen, sag ich mal, kryptoaffin ist und schaut ein bisschen auf die Börse, so, der sieht die tägliche, sag ich mal, 24 Stunden Withdraw, sag ich mal, Zahl. Okay? So, die liegt aktuell bei weit über 200.000, 300.000 pro Tag. Das heißt, jeden Tag werden über 200.000 bis 300.000 Token oder Coins, besser gesagt, verkauft. Warum? Weil die Leute natürlich durch dieses neue System, was wir jetzt nochmal angebunden haben, da komme ich jetzt gleich nochmal drauf zu, was jetzt aktuell der Stand dazu ist, verkaufen die ihre Coins, wandeln dieses um, natürlich in Bitcoin, Ethereum, whatever, oder irgendeine andere Kryptowährung, oder lassen sich auszahlen auf Cash-Basis und über die Exchange. Und in dem Moment ist aktuell sehr viele Leute wirklich wieder sehr happy, dass wir auch Auszahlungen mit dem Coin generieren können. Und das ist natürlich das, was wir die ganze Zeit darauf hingearbeitet haben. So, jetzt kommen wir mal zu dem neuen Konzept, was wir zusätzlich an dieses TTT-Konzept quasi mitgelauncht haben. Und dieses ist das Add-on. Was beinhaltet das Add-on? In erster Form ist das Add-on ein neues Staking-Programm, und zwar auf den Coin, nicht auf den Token, weil wir haben ja auf dem Staking-Programm Token, haben wir ja schon eins. Jetzt haben wir quasi das Add-on im Endeffekt. Und das Add-on ist ein neues Staking-Programm. Aber es gibt wahnsinnig zwei gute Vorteile von diesem neuen Add-on-System. Erstens, man bekommt genauso seine Profite wie bei dem Token-System. Okay? Es funktioniert genauso. Nur, man kann diese Profite direkt auszahlen. Die kommen in Coins, wenn in Coins gestaked, kommen in Coins raus, kann man direkt auszahlen. Das ist das, was bei XD aktuell funktioniert. Und der zweite Vorteil ist, man kann seine Altcoins, oder besser gesagt die Coins, die man schon generiert hat durch die Token, ein Teil davon, 20%, mit rausnehmen. Das heißt, man hat zwei Sachen. Man hat ein neues Add-on, also man hat ein neues Staking-Programm, und man kann die Altcoins, die man schon gestaked hat, mit rausbezahlen. Also haben wir natürlich zwei, sagen wir, Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die alten und die neuen Stakings werden ausbezahlt. Und das funktioniert aktuell jeden Tag von Anfang an. Und da muss ich eins dazu sagen, es gibt natürlich Leute, die sind von Anfang an schon dabei. Die sagen, hey, pass mal auf, wir machen ein Add-on. Die haben schon ihren ROI. Das heißt, dieser ROI ist innerhalb von circa 12 Wochen schon erreicht. Das heißt, dass man das Geld, das man zusätzlich reingibt, das ist nach 12 Wochen da. Und wir sind viel länger. Ich habe es mir mal ganz kurz aufgestanden. Wir sind circa im September sind wir mit dem Add-on dann gestartet. Im September sind wir gestartet. Heute ist der Dezember, also wir sind wahnsinnig viele Wochen drüber, über die 12 Wochen. Und das heißt, viele haben ihren ROI drin gemacht. Und der Vorteil von diesem neuen Add-on ist gegenüber dem Staking-Programm, dem Token, ist ganz einfach, es ist mit einer natürlich Affiliate-Basis versehen hinten dran. Jeder, der das mit quasi anbietet, bekommt natürlich eine Affiliate-Profession. Und die hat den Vorteil gegenüber dem Token-System, da gibt es auch ein Affiliate-Programm,
hat der Add-on quasi den Vorteil, es ist eine Direktprovision hinterlegt. Das heißt, aber von dem Wert, der eingezahlt wird. Macht jemand zum Beispiel ein 1000er Add-on, sind 10% Direktprovision. Das heißt, er kriegt direkt $100 auf seinem Account gutgeschrieben, auf sein externes Wallet. Und da will ich auch noch mal ganz kurz dazu was sagen mit dem externen und dem Wallet. Und kann das direkt rauszahlen. So, jetzt sind natürlich sehr, sehr viele Fragen aufgekommen. Ja, hier, ich habe ein Staking gemacht, jetzt ist mein externes Wallet drin. Nochmal, es gibt nur ein einziges Hauptwallet. Das ist das Wallet, das ihr oben seht. In diesem Wallet sind die externen, sage ich mal, Coins mit drin, die man auszahlen kann. Ich gebe euch ein Beispiel, man hat zum Beispiel 10.000 Drill drauf stehen. In dem externen stehen 1.000. Man macht ein neues Add-on mit 10.000, dann sind auch die 1.000 da drin. Okay? Bitte, weil wir kriegen so viele E-Mails, meine externen sind weg. Macht bitte eins. Zahlt erst aus und dann macht ein Add-on. Weil wenn ihr jetzt 10.000 drauf habt und zahlt die 1.000 extern aus an XT, dann ist es so, dann habt ihr nur noch 9.000 auf eurer Balance und die nehmt ihr dann wieder zum Add-on, zum Staken. Okay? So, oder mit den Alt-Add-on, um rauszucashen. So, das ist der aktuelle Stand von heute von Brilliant, wo wir sind aktuell. Natürlich der Stand, ich werde sehr oft gefragt, was ist mit den Händlern? So, wir haben natürlich versucht, die Händler jetzt Step by Step mehr auszuzahlen. Es ist uns leider noch nicht zu 100% gelungen, die Händler also schneller auszuzahlen, ja, aber nicht die Geschwindigkeit, die wir brauchen. So, was jetzt passiert, ist ganz einfach. Durch diese Anbindung des Add-on, durch neue Anbindung von Investments und so weiter, kommt jetzt sehr viel Geld wieder zurück. Das heißt im Umkehrschluss, die Händler werden ab 2024, ich sage mal, bevorzugt, okay, mehr Auszahlungen zu bekommen. Das hat den Effekt, dass sehr viele Händler sich wieder aktiv schalten und sagen, hey, pass mal auf, wenn das jetzt funktioniert und bitte lasst uns erst zeigen, dass es funktioniert. Wir zeigen euch, dass es funktioniert und dann bitte die Händler wieder reinholen und sagen, hey, pass mal auf, schau die Zahlen aus, ihr bekommt euer Geld und in 2024 wird eins passieren, wir werden wieder irgendwann an Point sein. Ne, wann das genau ist, kann ich aktuell noch nicht sagen, aber wir versuchen das schneller und einfacher zu lösen. Natürlich werden wir auch die Programme ein kleines bisschen noch umstellen, also die internen Programme, das hat jetzt nichts mit Add-on zu tun oder mit dem Staking-Programm, sondern die Auszahlungsprozesse, weil ihr seht bestimmt selber, an den Börsen ist aktuell oder in der Weltwirtschaft aktuell sehr, sehr viel, sag ich mal, Trubel. Jeden Tag kommt irgendwelche anderen, sag ich mal, Nachrichten raus, hier eine Exchange kaputt gegangen, hier eine Exchange muss Strafe bezahlen, hier das und hier, da ist eine Bank kaputt gegangen, da ist eine Bank gebunden. Sehr viele Insolvenzen aktuell von Firmen, weil es halt einfach durch die Kosten, die entstanden sind in den letzten Jahren oder durch Regierungen zum Beispiel auch hocherlegt worden sind oder mehr gemacht worden ist, wenn ja ständig die, sage ich mal, irgendwas verändert. Ihr seht ja selber, jede Woche kommt ein anderes Gesetz raus, jede Woche kommt irgendwas anderes raus. Natürlich haben wir die Herausforderung genauso wie jede andere Firma auch. Aber wir sind immer noch da, respektive ich bin noch da. Und wir sind nicht weg, wir sind nicht down, wir sind nicht abgehauen oder irgendwas anderes, sondern wir sind immer noch da. Und eins kann ich euch jetzt schon sagen, 2024 wird sich die Welt sehr, sehr schnell drehen. Ob jetzt positiv oder negativ, entscheidet bitte selber. Aber eins kann ich euch sagen, falls irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo ihr uns braucht, sind wir hier für euch und helfen euch, dass ihr ein normales Leben leben könnt. Mit dem, was ihr besitzt. Wenn das einer versteht, dann weiß er genau, warum er hier ist und warum er hier bei uns in dieser Community ist. Es ist kein Einzelprojekt, es ist ein Community-Projekt. Es ist immer das Große und Ganze. So. Und das sieht man auch an den Zahlen von den Usern. Es steigt jeden Monat, werden es mehr und mehr User. Schaut, vergleicht es auf Trilliant.com oder Trillianto.com, vergleicht die Zahlen, schreibt die euch auf, schaut 4 Wochen später rein, es sind mehr drin. Also es kommen neue User rein, es werden neue Leute rankommen. Wir sind natürlich auch in Kooperationsgesprächen mit anderen Firmen, gerade aktuell, wo dasselbe so ähnlich bauen wie wir oder auch machen. Und auch Exchange und solch, die bitten und betteln. Ich kriege jeden Tag Anfragen von Exchange, hey, wir wollen das, wie können wir das miteinander machen und so weiter und so fort. Es wird sehr, sehr viel passieren. Und das ist natürlich auch das, was jetzt 2024 kommt. Wir werden uns auch ein bisschen anders da aufstellen. Wir werden uns ein bisschen breiter aufstellen, wie in der Form,
werde ich dann immer wieder bekannt geben in natürlich Newslettern. Lest die Newsletter, ist ganz, ganz wichtig. Wir bekommen auch sehr, sehr viele Supportanfragen immer. Und dann verweisen wir immer auf die Newsletter, weil wir es in den Newslettern schon beschrieben haben. Die Fragen, die ihr braucht, die sind entweder im Infobereich oder in den Newslettern. Es sind immer die Hauptfragen, die wir bekommen, weil sie sagen, naja, im Newsletter steht nichts Neues drin. Es steht auch wirklich nichts Neues drin, weil ein System braucht Zeit. Ich kann nicht jede Woche irgendwas Neues machen, aber ich kann euch darauf hinweisen, was zurzeit aktuell die meisten Fragen sind. Und das tun wir eigentlich aktuell in die Newsletter rein und zeigen den Leuten, hey, pass mal auf, machen wir das. Ganz, ganz wichtig, es sind auch sehr, sehr viele Leute da, die noch kein Carbs und C haben. Macht euer Carbs und C, denn ohne Carbs und C dürfen wir keine Profite generieren. So, und wenn kein Carbs und C herrscht, dann steht euer Account. Das wird einfach nur gestoppt. Und erst wenn die Carbs und C wieder erreicht ist oder aktiviert ist, dann laufen die Profite weiter, weil wir dürfen an keine Leute Profite ausschütten, auch nicht in der Downline. Es gibt auch sehr viele Leute, zum Beispiel, ich gebe euch ein kleines Beispiel davon. Da schreibt uns ein Partner, hey, pass mal auf, der hat ein Add-on gemacht, ich sehe meine Direktprovision nicht. Sage ich, ja, kann ja auch gar nicht sein, weil der Partner, der unten drunter quasi das Add-on gemacht hat, keine Carbs und C hatten. Also dürfen wir auch keine Provision nach oben ausschütten. Und dann in dem Moment ist auch die Provision verloren, weil wir dürfen es auch nicht rückwirkend machen. Das geht auch nicht. Auch die Profite, wenn kein Carbs und C ist. Es ändert sich gar nichts. Es stoppt nur die Zeit und die geht dann weiter, wenn das Carbs und C, sag ich mal, wieder weiter ist. Das sind eigentlich die Hauptthemen. Und ich möchte auch ganz kurz nochmal auf den Token eingehen, der jetzt aktuell an der Börse ist. Und der steigt nach wie vor. Warum steigt er? Ganz einfach, weil die Menschen merken, hey, jetzt war ja die Zeit, ich wurde ja oft gefragt, ja, was passiert denn jetzt? Jetzt laufen die ganzen Pakete aus, die letztes Jahr gestaked worden sind. Ich habe gesagt, wenn es die Menschen verstehen, und ihr habt es verstanden, das zeigt uns der Chart, staked einfach. Einfach staken und seine Profite weiter generieren. So, und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo es absolut sauber und ordentlich läuft und die Coins, ihr könnt die auscashen, ihr könnt die benutzen. Mir wäre es am liebsten, wenn es nur benutzbare Coins geben würde. Für was braucht man Fiat? In den nächsten Jahren wird kein Fiat mehr herrschen. Schaut's an, schaut die Welt an, schaut die Regierung an, schaut die Länder an. Wir sind sehr, sehr viel unterwegs, auch in der Welt. Wir sind ja überall vernetzt in der ganzen Welt. Und wenn man sieht, ist das ganze Chaos, was aktuell herrscht, naja, jeder kann sich selber sein Bild bilden, wo es hingeht. Wir haben was gebaut für euch, mit euch zusammen, damit wir in den nächsten Jahren sehr viel Spaß damit haben und auch wieder handlungsfähig bleiben. Auch die Gewerbetreibende zum Kunden und der Kunde zum Gewerbetreibende. Und natürlich dann auch Business to Business. Da kommt der nächste Step, was kommt. Für 2024 werden Business-to-Business-Kunden geschaffen. Das heißt, der Kunde, sagen wir, der Gewerbetreibende muss diese Coin gar nichts mehr auszahlen, sondern er sucht sich einfach seine Gewerbetreibende raus, wo er seine Ware bestellen kann und kann die wiederum mit dem Coin bezahlen. So, und ich möchte jetzt ganz kurz noch ich habe ein bisschen schon erzählt von 2024. 2024 wird unser Jahr, das muss ich auch definitiv klipp und klar sagen, das wird absolut unser Jahr, weil wir einfach im Endeffekt einer der gerade besten Firmen sind, die auf dem Markt ist. Ich habe so viele Firmen jetzt gesehen, wo gekommen sind, wo sich beweisen wollten und haben es nicht geschafft. Natürlich auch große Firmen dabei gewesen und auch Immobilienfirmen, große Firmen, auch Gastronomien und so weiter und so fort. Sie sind gekommen, auch Networkfirmen, die kommen und gehen. Wenn man sieht zum Beispiel, es kommt eine Firma raus, die wollen so was Ähnliches bauen. Ja, die sind nach 3, 4, 5 Monaten wieder weg von der Platte. Warum? Ganz einfach, weil sie es überhaupt noch gar nicht verstanden haben. Was wir geschaffen haben in 4 Jahren, insgesamt seitdem oder über 4 Jahren, wo wir jetzt aktuell am Markt sind, das hat bis jetzt noch keine andere Firma auf der ganzen Welt geschafft und noch keine andere große Firma, weil da draußen sind sehr, sehr, sehr große Multimilliardenfirmen, die auch sowas Ähnliches bauen oder gerade aktuell das erstellen, sind aber ganz weit von dem weg, was wir schon für eine Erfahrung haben und wie wir damit gearbeitet haben. Ich rede immer in der Wir-Form. Warum? Ich bin nicht alleine. Und da muss ich Danke sagen an alle Menschen, die hier mit dabei sind und natürlich uns unterstützen, mit mir gemeinsam dieses komplett zu bauen. Ich wünsche euch von meiner Seite ein wahnsinnig schönes Weihnachtsfest. Lasst das Jahr 2023 abklingen. Es hat sehr, sehr viel Positives und Negatives gegeben.
Es ist der Wahnsinn, aber wir sind immer noch da. Wir werden auch hier bleiben. Und ich werde auch hier bleiben. Mit meinem Team, mit meinen Leuten, egal was da draußen erzählt wird. In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein schönes Weihnachtsfest 2023. Genießt das mit der Familie, fahrt ein bisschen runter, reflektiert mal, wo ihr wart, wo wir heute sind, was alles passiert ist und seht immer das Große und Ganze. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Macht's gut und wir sehen uns im Jahre 2024. Mein Name ist Erich Ehli. Auf Wiedersehen.